Guten Abend, ihr Lieben. Willkommen zum neuen Wochenorakel. Ich habe hier einen Zettel vor mir liegen, weil ich ein paar Dinge ankündigen will. Und zwar gibt es einige Änderungen jetzt sowieso im November und Dezember. Nehme ich keine Readings an, also keine Aufträge, die ich sonst unterm Jahr so bediene, keine Legungen. Da ich diese 2 Monate speziell für die Jahresreadings geparkt bin. Und auch da, ich wiederhole es jetzt nochmal, kann ich wirklich nur noch die Leute nehmen, die ich schon lange kenne, die mir jahrelang treu sind, weil das wird zu viel. Ich kann das nicht abarbeiten sonst, ne? Und es soll ja auch qualitativ gut sein. Und deshalb nehme ich da keine neuen Leute dazu, nur die, mit denen ich verbunden bin. So, dann werde ich in Zukunft keine Geburtstagslegungen mehr machen. Das ist mir der Aufwand zu groß, es wird nicht angeguckt. Und ich werde wahrscheinlich den Dienstag immer für die Sternzeichen reservieren, ja. Das heißt, da kommt die Botschaft für dein Sternzeichen und manchmal ist es halt eben blöd, denn wenn jetzt zum Beispiel Vollmond und der Tag aufeinanderfallen, an dem ich Wochenorakel mache, dann kommen die Orakel sehr nah beieinander oder jeden Tag eins. Das möchte ich eigentlich nicht so, aber ich kann ja den Kalender nicht beeinflussen. Deshalb ist es dann eben manchmal auch ein bisschen viel. Ansonsten, wenn jetzt nichts ist wie Vollmond, Portaltage oder irgendwie spezielle Ereignisse, Neumond, dann bleiben die Sendezeiten bei Dienstag, Freitag und Sonntag, wobei ich mich dienstags auf die Sternzeichen fokussieren werde. Ich ziehe das jetzt dieses Jahr mal so durch und gucke an, ob es Wachstum bringt oder nicht, weil ich möchte auch nicht stehen bleiben. Ansonsten ist es halt so, dass ich denke, die Community ist jetzt nicht so wahnsinnig groß, ne? Aber sie ist sehr tragfähig und das macht mich sehr glücklich. Ich musste noch nie Abonnenten kaufen. Ich musste nie irgendwelche Mittel anwenden, um das zum Fließen zu bringen. Aber wenn ich dann mit den Legungen ein bisschen was verändere und ich sehe, das macht Wachstum, dann ist es okay. Aber da möchte ich mich auch definitiv nochmal dafür bedanken, ne? Du brauchst keine 20.000 Abos, um eine tragfähige Community zu haben. Das macht ihr ganz toll. Ja. Dann habt ihr zum Teil mir geschrieben, das ist jetzt das Letzte, was ich noch sage, dann bin ich ruhig. Ja, auf der Wunschliste bei Amazon würden keine Karten stehen. Leute, ich kann keine Karten mehr nehmen. Ich bin voll davon. Ich habe mir jetzt schon ein neues Regal gekauft, dass ich das Ganze um mich herum drapieren kann. Ich sitze hier wie eingepfercht. Vielleicht fotografiere ich es mal und stelle es in die Community-Seite rein. Und außerdem ist es ja auch so, wir dürfen nicht alle Karten nehmen. Das sind nur bestimmte Verlage oder auch Leute, Autoren, bei denen ich persönliche Rücksprache gehalten habe. Und das bringt ja nichts, wenn ihr mir irgendein Kartendeck schenken wollt, das ich nachher nicht benutzen kann. Und ich habe wirklich genügend und ich kann mich auch schlecht trennen. Das heißt, ich könnte ja jetzt sagen, ich hau welche weg, aber das geht bei mir nicht. Ich hänge an den Sachen und ja, das ist nicht nur eine Platzproblematik, sondern es ist wirklich auch eine Sache, wo man aufpassen muss, dass man nichts verwendet, was man nicht soll. Und die Karten, die ich verwende, da habe ich überall die Lizenzen reingeholt und deshalb ist es ein bisschen schwierig. Wenn ich mal einen besonderen Wunsch habe oder ein neues Kartendeck kommt raus, das ich gerne benutzen würde, frage ich immer erst, ob ich es benutzen darf und wenn nicht, dann kaufe ich es mir nicht, ganz einfach. Und es ist ja jetzt auch nicht verwerflich, dass ich auf der Wunschliste, so sehe ich es zumindest, Dinge habe, die ich mir wünsche. Ja, okay, jetzt bin ich ruhig. Ich glaube, ich habe alles. Und dann legen wir los und gucken in die neue Woche rein.
Hier kann es ganz gut möglich sein, dass wir viel mit Entscheidungen zu tun haben, die uns neue Türen öffnen. Ich sehe hier sehr viele Optionen, die sich hier auf den Weg machen. Etwas kommt in Fahrt, das mit neuer Option oder mit Entscheidungen verbunden ist. Zugleich geht es um unser Gefühl der Sicherheit, um eine Sache, die man so einsetzt, dass man sich am Ende wirklich auf einem kurzen Weg eine Tür geöffnet. Möglicherweise geht es hier um die Finanzen mit. Ne? Die Finanzkarte liegt hier im Haus des Schiffes drin. Das heißt, es geht vielleicht darum, dass man überlegt oder eben Entscheidungen treffen muss, die mit dem Thema finanzielle Sicherheit zu tun haben. Der Baum legt sich ins Haus des Baumes rein. Das heißt für uns auch, es geht um viele spezielle Lebensbereiche, es geht um ein Fundament, es geht um das Vertrauen ins Leben, in unsere Entscheidungen und um unsere Wurzeln auch. Ja, und was ich hier auch sehr schön finde, ist, dass da, wo sich vorher viel Verstrickung oder ungutes Gefühl eingeschlichen hat, wo etwas blockiert hat, wo etwas nicht voranging. Hier kommt ein bisschen Fahrt rein, hier kommen Wege, hier entstehen Wege und die Stagnation wird hier beendet. Was für diese Woche sehr wichtig zu sein scheint, ist, dass wir ehrlich sind, dass wir authentisch sind, dass wir unsere Wahrheit aussprechen können, auch bei allem, was jetzt neue Wege oder Entscheidungen, Optionen sind, die unseren Weg kreuzen. Hier kann es sehr gut sein, dass sich viele Dinge im beruflichen Bereich bewegen, dass sich auch berufliche Verstrickungen lösen. Ne? Für viele möglich, sich hier eine Chance, einen neuen Weg zu eröffnen. Die Berufskarte liegt im Hause der Blumen drin, hier auch mit der Sicherheit und mit den Finanzen dran. Wenn du nicht mehr arbeitest, sind es all die Dinge, an denen du arbeitest. Und ins Haus des Kindes legt sich bei uns die Sonne rein. Das heißt, alles, was du hier neu kreierst, neu mit auf den Weg nimmst, wo du irgendeine Option nutzt, die du vorher noch nicht auf dem Schirm hattest. Hier liegt das Außen sehr dabei. Ja? Das Außen sind immer auch die Dinge, die wir nicht kontrollieren können. Und mit der Sonne im Haus des Kindes haben wir hier die beste Voraussetzungen, auch wieder Hindernisse zu überwinden, zu unserer Kraft zurückzukehren, zu allem, was auch Lebensenergie gezogen hat. Da geht es hier viel darum, sich etwas einzugestehen. Ehrlichkeit, Authentizität, Aussprechen der eigenen Wahrheit. Klären über die Kommunikation, über die ehrliche Kommunikation. Ne? Ja, hier liegt sie schon, die Kommunikation. Kommunikation, die Veränderungen bringt, die aufklärt. Es kann ja auch sein, dass ihr euch viel um berufliche Dinge kümmert, euch informiert, nachlest, besprecht, versucht irgendwie neue Möglichkeiten zu erlernen oder euch das Wissen anzusammeln, das ihr braucht für diese neuen Wege, wo man so ein bisschen auch genauer hinguckt, ne? Also wo man recherchiert. So, jetzt habe ich das Wort. Ihr könnt davon ausgehen, es ist wirklich jetzt spannend. Es kann hier sein, dass es so eine Woche wird, da geht eine Tür zu und die nächste auf. Eine geht zu und die nächste auf. Oder man macht es so nach so einem Ausschlussverfahren. Option 1 geht nicht,
hake ich ab. Option 2, kommt das oder das nicht in Frage, hake ich ab. Also es ist so ein Abwägen von verschiedenen Möglichkeiten und Wegen. Und es ist überhaupt Zeit, auf den Weg zu gehen, den ersten Schritt zu machen, etwas umzusetzen, was man länger schon geplant hat, wo man viel Energie rein verbraten hat und ja, alles hat irgendwie nicht gefunzt oder war die richtige Wahl von uns. Und ja, hier werden sehr viele Blockaden gelöst die nächste Woche, die wir selber liegen im Haus des Hindernisses drin. Ja? Das heißt, manche Dinge, die verwehren wir uns selber oder wir sind nicht bereit von der Zeit her und stehen uns so selbst im Weg und wir liegen in unserem Kartenblatt in der Mitte drin. Es geht um uns, es geht um unseren Weg, um unsere Möglichkeiten. Uns eröffnet sich hier sehr viel Wissen. Ne? Hier hat man auch, ich sage mal, eine Prüfung bestanden, eine Lebensprüfung. Und man kriegt hier sehr viel Wissen, das am Ende dann wieder für einen glücklichen Ausgang sorgt. Das ist Anfang und Ende. Ne? Etwas lassen, etwas dazu nehmen. Was ist die richtige Wahl? Ausschlussverfahren, abhaken, Ende. Es kann ja sein, dass es so ist, dass man denkt, es gibt der Wege viele, aber ich weiß nicht, welchen ich nehmen soll. Und da muss man hier ein bisschen strukturiert rangehen und mit dem Rotstift eben auch abhaken, was lange Zeit nichts gebracht hat. Oder überhaupt mal in die Gänge zu kommen. Ne? Die beruflichen Themen oder die Dinge, an denen wir arbeiten, die sind hier wirklich toll. In dieser Linie haben wir die Blumen dabei, die Nachrichten, die gute Veränderungen bringen. Also es scheint sich etwas so zu gestalten, dass man in einem kreativen Rahmen seine Möglichkeiten finden kann. Für die Selbstständigen hier habe ich vielleicht ein paar finanzielle Dinge zu klären oder auch zu recherchieren. Also es kann was mit Investitionen oder Aufträgen zu tun haben, aber an sich ist es hier sehr schön von der Ausgelastetheit. Ja, hier doppelt sich das Ganze. Wir haben hier im Haus der Sonne das Karma-Kreuz drin. Ne? Das ist so, wie ich meinte, hier wird eine größere Lektion verstanden, begriffen. Hier hat man etwas gelernt und aus diesem Punkt raus versteht man, wo habe ich mich selber gehindert, wo stehe ich mir selber andauernd im Weg, wo wähle ich Wege, die mich nicht weiterbringen, aber ausbrennen lassen. Und hier generieren sich viele Dinge auf einfache Art und Weise, auch mit Wachstum verbunden wieder. Und wir können dabei auch einen Konflikt hinter uns lassen, wo man schon so ein bisschen am Leben auch gezweifelt hat, ne? Wo man denkt, Menschenskinder, hier geht ja gar nichts nach vorne. Oder ich finde einfach den Punkt nicht. Also das ist schon schön, man steht wieder auf, man macht sich streitbar, man macht den ersten Schritt, man trifft Entscheidungen, man redet aus der ehrlichen Herzensebene raus. Ja, und man versucht sich hier auch das Berufliche so zu gestalten, dass es harmonisch ist. Ja, wir haben auch so ein bisschen was wie einen beruflichen Kampf, den man hier beenden kann. Wenn ihr mit Kollegen arbeitet oder in einem Team, kann es sein, dass sich hier Umstrukturierungen ergeben im Arbeitsumfeld mit den Personen, mit denen ihr zusammenarbeitet. Da kann gut sein, einer fällt aus oder geht weg oder ihr müsst irgendwelche Lücken füllen.
Ich habe hier alles, was mit Verträgen, Beziehungsthemen zu tun hat, auch hier in einer Veränderung drin. Das können so Kreisläufe sein oder Sachen, wo man lange im Hamsterrad war. Das geht tatsächlich in die Auflösung rein, da wird man unabhängig, da nimmt man sich wo raus, da hat man Gefühle, die einen Sicherheit bringen und setzt die auch um. Ne? Also man handelt aus einer emotional guten Perspektive raus. Überall da, wo Schattenthemen auch auf dem Beziehungsleben war, kommt hier wieder ein bisschen mehr Aufblühen. Das Beziehungsleben, ich habe hier tatsächlich wieder ein ganz schönes Personenbrimborium. Wir haben hier einen Pulk und hier unten, also es kann schon sein, dass es sehr stark auch um unser Umfeld geht, um Personen, die mit uns verbunden sind. Das Einzige, was ich sehe, dass wir hier vielleicht so ein bisschen Konfliktpotenzial haben mit Arbeitskollegen oder auch mit Freunden oder mit erwachsenen Kindern, wo der ein oder andere so ein bisschen durch Schatten geplagt ist und sie mit euch teilen will oder auf euch projiziert. Ist dann immer so ein bisschen schwierig, ne? Einerseits möchte man ja irgendwie unterstützen und helfen, aber meistens reißt es einen dann halt auch mit. Und das sind die Dinge, die man hier auch gelernt hat. Inwieweit lasse ich mich da mitreißen, wenn es mir nicht gehört. Wenn es mir praktisch aufs Auge gedrückt wird, ne? Für den einen oder anderen kann es hier auch darum gehen, dass man Dinge mit den Ämtern der Vitalität zu klären hat. Es könnten Krankenkassen, Rententräger, sowas alles sein. Und dass man sich da auch ruhig ein bisschen streitbar macht und für sich einsteht. Was ich hier aussehen kann, ist, dass man vielleicht durch Unachtsamkeit, das wird mit Sicherheit nicht alle treffen, ihr wisst, es ist ein kollektives Blatt, dass man sowas, dass man zum Beispiel selbst zahlen muss, wie eine Brille oder Zahnersatz oder so, dass sowas eine Rolle spielen kann. Auf eine Brille trittst du mal ganz schnell drauf oder dir kracht ein Zahn ab und das sind die Dinge, die hier angezeigt werden. So, unser Gegenüber gucke ich noch kurz, das liegt ja auch im Haus des Buches drin. Hier in der Verbindungslinie schon ein bisschen auch mit schicksalshaften Einflüssen geprägt, macht sich hier sehr viel Gedanken um Beruf und Finanzen, eventuell Umfeld, häuslicher Bereich. Kriegt hier Nachrichten, die irgendwie in Bewegung bringen. Hier kann es auch sehr viel um... Also das Einzige, was ich hier sehen kann, was vielleicht ein bisschen unangenehm werden könnte, sind so Familienkonflikte. Ne? Also da ist die Zündschnur ziemlich kurz. Da kann schon sein, dass man vielleicht mit irgendetwas konfrontiert wird, was dann für Konflikte sorgen kann. Ja, es geht so um Kreisläufe, an denen man vielleicht auch schon viel gearbeitet hat, aber am Ende nimmt sich das nichts, weil es sehr harmonisierend wirkt und aufblühend. Aber das ist halt das, was man so sieht. Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, wir belassen das mal dabei. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, noch dranbleiben, dann kriegt ihr noch eine persönliche Botschaft. Was haben wir hier noch? Es geht um unsere Wünsche und Sehnsüchte. Wir haben das Element Erde dabei. Und es geht um unsere Produktivität. Also Umsetzen von Wünschen und mal in Fahrt kommen und loslegen und sich etwas zurecht basteln, was dann auch wunschgerecht ist. Eine Woche, in der man auch sehr viel reinigt wieder, also auflösen kann. Und da, wo es hier ein bisschen gewitterig ist, da wisst ihr ja, ein Gewitter reinigt die Luft.
Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Woche. Eine Woche, die euch Klarheit und Bewegung bringt und Möglichkeiten, etwas auf eure Seite zu bringen, was euch sehr gut tut. Und ich drücke euch bis Sonntag. So, hier bin ich wieder. Gucken wir ein bisschen genauer als Impuls, was wir kriegen für die nächste Woche. Ihr habt hier wieder den roten und den silbernen Buddha. Ich hab's gleich. So. Ich kann mich nicht entscheiden. Hier unten am Thema haben wir tatsächlich nochmal das Stabilisieren von Geld, Themen mit Beruf und Finanzen. Das doppelt sich ein wenig mit dem Wochenorakel. Was nehme ich denn? Ich nehme den roten. Gucken wir, was sich zeigt. Okay, das Frühlingserwachen. Die Wiederholungen. Es geht darum, dass man hier zum Beispiel das Gefühl hat, dass etwas kreislaufmäßig immer wieder kommt, dass man sich dann überlegt, warum, wo bin ich noch nicht auf dem Weg, ne? Hier nennt sich das It's Always Tea Time. Jeden Mittag wieder, ne? Warum macht man es oder warum zeigt sich es? Und ja, es geht eigentlich auch um unendliche Momente und um die Unendlichkeit an sich. Das hatten wir im Wochenorakel, ne? Wir haben das so gehabt, dass wir die Möglichkeit haben, wieder auf den Weg zu kommen, Hindernisse aus dem Weg zu räumen, uns selber nicht im Weg zu stehen. Und da wird sich hier was aufzeigen. Ich sage euch gleich mehr. Ja, wir können hier diese Momente der Wiederholungen, die vielleicht auch manchmal nervend, langweilig oder anstrengend sind, tatsächlich in die Veränderung bringen. Es geht um unser 11. Haus die nächste Woche. Also schon um unsere Hoffnungen, Träume und Wünsche. Hier können mit involviert sein die Sternzeichen Zwillinge, Waage und Wassermann, da das 11. Haus ein Haus des Elementes Luft auch ist. Und wir sind vielleicht in dieser Woche uns sehr stark bewusst, dass wir hier so einen Übergang haben, ne? Etwas, was alt ist, darf gehen, etwas Neues darf kommen. Denkt dran, wir hatten im Wochenorakel hier im Haus der Neubeginne die Sonne drin. Also schon mal auch die besten Voraussetzungen. Das kann sich noch so ein bisschen nach Übergang anfühlen. Aber an sich wird es eine Woche, wo sich sehr vieles verändert und wo wir durchaus auch ein bisschen Erdung brauchen, immer wieder, ne? Ja, und mit dem Erwachen hier ist es tatsächlich so, dass die Karte einem sagt, dass man handeln soll, ne? Dass es in Ordnung ist, wenn man vielleicht auch so ein bisschen zaghaft die ersten Schritte macht, aber es wird einfach Zeit voranzuschreiten, zur Tat zu schreiten.
Möglicherweise gibt es noch so ein bisschen Wirrwarr, das ist in Übergangssituationen aber immer so. Und es geht auch darum, mal entschlossen etwas durchzuboxen. Das hatten wir im großen Blatt auch, ne? Sich streitbar machen für die Dinge. Natürlich haben wir hier auch die Bereitschaft für große Veränderungen. Also wir werden darauf hingewiesen, dass etwas, was sich lange wiederholt hat, jetzt beendet wird. Es geht darum, in Bewegung zu bleiben und sich vorzubereiten auf einen tiefgreifenden Umbruch oder eine tiefgreifende Transformation, um eine Erneuerung und ein relativ gutes Endergebnis. Hier steht sogar herrlich drauf. Also wunderbar. Eine Woche der Veränderung, Ausstieg aus Kreisläufen. Ich bin so ein bisschen nasal, ich musste gerade niesen. Okay. Die andere Seite hat ein bisschen Chaos. Ein Gewitter reinigt die Luft sozusagen. Das hatten wir im großen Blatt auch. Und wir haben hier eine Woche, ja, wo man wieder manifestiert, wo man kreativ denkt, wo man sich inspirieren lässt, weil man dann plötzlich wieder klar sieht. Ja. Wir haben das 10. Haus, guckt euch das mal an. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Wir haben hier die Wolken und hier das Unwetter. Also zweimal die gleiche Aussage aus 2 Kartendecks. Und es geht sehr um aufklärende Reinigungsprozesse, die eben manchmal, wenn sie am Wirken sind, noch ziemlich viel aufwirbeln. Aber daraus kann etwas Schönes, Neues, Inspirierendes entstehen. Für euch ist es wichtig, die Dinge mit Liebe zu machen, den Aspekt der Liebe zu sehen. Vielleicht hat es auch eine Herzensangelegenheit, die euch emotional beschäftigt, irgendwie betroffen oder betrifft es. Und an sich geht es darum, welche Dinge mache ich denn noch in und mit Liebe. Hier kommt ausgleichende Gerechtigkeit. Wir haben tatsächlich das Sternzeichen Waage hier sehr mit dabei. Und hier beim 10. Haus die Berufung, die Karriere, die Herzensprojekte. Und das 10. Haus ist ein Haus des Elementes Erde, natürlich auch verbunden mit den Sternzeichen Stier, Steinbock und Skorpion. Quatsch. Wie komme ich jetzt auf Skorpion, weil ich selber einer bin? Stier, Steinbock, Jungfrau. Es kann sein, dass sich hier ordentlich was aufwirbelt oder als Durcheinander oder ein bisschen chaotisch zeigt. Hier werden auch die Glaubenssätze ordentlich aufgewirbelt. Ne? Es ist so eine Grundenergie, die Wandel mitbringt und auch sehr viel an die Oberfläche drückt. Ne? Hier geht es auch so ein bisschen darum, die Ruhe im Sturm zu finden. Und manchmal bringt Chaos auch gute Aspekte mit, ne? Weil dann die kreative Energie wieder gut fließt und etwas, das stagniert hat, eben aufgewirbelt wird. Und es geht auch sehr darum für euch, dass ihr, wo ihr so sehr eingefahrene Abläufe habt, da vielleicht ein bisschen flexibler werden könnt. Ja, Denkweisen, die alt sind, selbst auferlegte Blockaden, Mauern, die man aufgebaut hat, Beschränkungen, die man aufgebaut hat. Und hier geht es wirklich darum, das Chaos willkommen zu heißen, weil sich einfach etwas Neues generiert. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Danke, dass ihr dran geblieben seid. Ich drücke euch bis bald.